Kann die wahrscheinlich No. nicht dran. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Die Lampe ist aus. Lampe angemacht. So, erklärt mir das mal. Wie hat er das überlebt? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Okkultismus kann man auch noch. Hier habe ich so viel verpasst, dass ich das nicht irgendwie gelevelt bekam. Wollen sprechen? Vielleicht habe ich eine Spur mit Bradley sprechen. Ja, ich vertraue mir beiden nicht. Er müsste tot sein. Definitiv. Ich spreche mal mit ihr. Aber Hawkins wurde I eingewiesen. found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Hat Fuller Riverside geguckt? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Übernahme? Ich habe Leichen gesehen, Dr. ja. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, and chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Was mir gerade einfällt, wir haben eigentlich einen Deal mit den einen Typen gehabt, mit den Schlafmitteln. Hoppla. Da kam das Gas irgendwie ja doch dann irgendwie schneller als der Strom oder anstatt deine Schlaftabletten. Hoppala. Wir haben gesehen, dass Charles am Leben war. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Der war doch dabei. Sie und Dr. Colden. Seems you two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. Ihr Gedächtnis scheint sie im Stich zu Bradley, lassen. what do you remember? I don't understand your question.
The night we went into the Hawkins mansion, you don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital, and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Oh, okay, gut. Ja, vielleicht habe ich eine Spur. Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Flog in der Luft rum und wurde zerfetzt. An den Schlurfer, I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. Sagt das auch noch mit den Schlurfer? You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Wir sollten uns besser der Wahrheit stellen. Entweder wir sagen von wegen, ja, ihr Mann wurde umgebracht von irgendeinem mysteriösen, komischen Schlurfervieh. Er ist in der Luft rumgeflogen und zerfetzt worden und das Genick gebrochen. Oder wir reden da gar nicht drüber. Weiß, wo wird ein Mensch dann eher irgendwie Informationen raushauen? Wenn man einfach sagt von wegen, ja, ist alles okay und sowas? Oder wenn man halt sagt von wegen, ja, also, ne, ihr Mann ist tot. Man ist schon verzweifelt und kann vielleicht mehr sagen? Immer diese Entscheidungen. Krasse Entscheidungen. Will der Chat das nicht diesmal entscheiden? Oh, das ist echt schwer. Der Chat bleibt ruhig, okay. Ich sage einfach, sie hat das Recht zu erfahren, dass jemand tot ist, so. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. Ich I'll do versuch's. my best. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Wir kommen zurück, Guju. Ich hoffe, ich sage das The other richtig. night's events are still confused in my head. Der kann sich nicht mehr dran erinnern. Wieso gehen wir nicht einfach darüber? Wir machen den Globus da wieder an. Zap, zarab, Höhle ist offen und dann sieht er es doch eh wieder. Warum geht das denn nicht? Nix mehr. Ich habe jetzt hier nirgendwo was sehen oder
Pierce, Holden und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen: Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlurfer zu sprechen, den der Mann vor dem Tod erwähnte. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Was für ein komisches, However, before pinkes we go any further, Haus. please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Oh, sie wusste es sogar. Look who's here. Oder der Polizist hat es schon gesagt. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Tschüss. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Nein, den Anime kenne ich May I nicht. inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Klingt nach Eifersucht. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Starb schreiend direkt vor meinen Augen. Oh, nee, das kann man nicht. Sie müssen sich nicht schuldig fühlen. War nicht mehr da, als es passiert ist. Sie nehmen es ziemlich gefasst auf. Du kannst doch nicht sagen von wegen, ja, der hatte voll den schrecklichen Kacktod und voll die Qualen und so. Ich meine, ich mach zuerst mal das What hier. happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Der flog durch die Luft. Tut mir leid, aber ich hatte nichts damit zu tun. Der wahre Schuldige ist Fuller. Ich habe ihn nicht dorthin geschickt. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Hat er von einem Schlurfer gesprochen? Woher kennen Sie Sarah Hawkins? Was tut Cat hier? Wir wollen natürlich das Did wissen. your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about.
It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ich durchstöber nur deine ganze Wohnung. So. Aber so wie du es gesagt hast, ist richtig, wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn du es falsch ausgesprochen hättest. Nehme es niemanden übel, jeder Mensch guckt gerne Anime. Nicht jeder Mensch guckt gerne Anime und ja, ich schaue schon gerne Animes, nur halt den kenne ich jetzt. Also ich kenne viele nicht. Did she really care for him after all? Sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenen Ermessen zu beseitigen. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen, Thomas Fuller. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Woher weißt du sofort, dass das der Schlurfer ist? Ein Foto von Sarah Hawkins neben Sanders, sie müssen sich wohl nahestehen. Sah aber da schon sehr grimmig aus, ne? Oh, ich kann da wieder Dingsbumsen. Okay. Dieser zweite Band in der Reihe deckt von Gasödemen bis Kriegsnephritis alles ab. Neben einer präzisen und detaillierten Studie führt dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaublichen Komplexität dieses Werks beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Oh, was bin ich jetzt bei Medizin? Immer noch nur auf 2. Stand. Ernsthaft, 1 habe ich nicht. Besser, 2 habe ich nicht. Ah! Was, wieder 14 davon übrig? What the fuck? Alles auf 3, ja. Da brauchen wir 5, da brauchen wir 6, da brauchen wir auch 5. Ja, okay. Ja, die Standard-Anime so. Ja, die kenne ich. Der geht's weg. Dann. Achtung, es wird hell. So konnte es nicht dunkel werden. Wieso muss es immer hell werden? A house of artists. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Oder vielleicht waren sie sogar als Freunde? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? A house of artists. Irgendwas muss hier noch sein, sonst könnte ich rausgehen. Ah, was ist das da? Es ist so groß. Wie habe ich das übersehen können? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting.
How did that make her feel? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Ich glaube eher, weil sich der Mann eher... Okay. The Shambler. I need to see it. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt sehen will nach denen. Hallo, dann kratzen wir uns auch noch die Augen aus. So mal Öl für meine Lampe. Ich habe fast nichts mehr. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Oh. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Sonographen finden. Das ist okay. Was wollen wir nicht? Drauf müsste doch eigentlich. Da. Ja. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Wir müssen im Klavier diese... Und das war's. Sperrten zu Hause alle Türen ab. Wer mir das noch? Echt das? Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. Viel zu kurz zu hören dafür, dass er auch noch dazwischen redet. So. Okay, das war's jetzt aber. Oder vielleicht hat das doch gar nichts zu bedeuten und ich bilde mir da wieder nur was an, aber wo sollte man das trotzdem drucken können? I could use one of those. Ich fand diese Schlaftabletten im Haus des Senders. Wurden sie Francis oder eher Irene Sanders verschrieben? Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Ah, das war das Geschenk. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen.
wenn du unserer Freundschaft auch nur den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare dir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. Another volume of the Reverend's wife's diary. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wygewoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverends seit ihrer Ankunft heimsucht. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen von ihrer Vision eines von Gott bestandenen Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Okay. Schlüssel zur Sendersgalerie. Einfach mal aufgebrochen hier. Eine gebundene Ausgabe der studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Ich bin trotzdem nicht weiter, ne? No. Wann kriege ich denn diese Punkte? Ich merke das gar nicht. Ich bekomme das nicht einmal mit, dass ich da irgendwie Punkte bekomme. Buch lesen. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Es wird dein Schicksal verändern. Toll! Ich habe nur fucking Buch angeguckt. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Ich muss die Gemälde für einen Käufer prüfen. Ein anderes Gemälde von Sarah Hawkins. Ich bin nicht hier, um ihnen Probleme zu machen. Das geht sie nichts an. Ah. Das wäre ja halt wieder eine Lüge, ne? Aber wir hätten das geskillt jedenfalls. Ein Käufer. Ich bleib trotzdem lieber auf der I'm not here to Ehrlichkeitsschiene. cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Und was And tust du you? hier? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Gut, dass ich nicht gelogen Not habe. now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Wieso kann ich mich hier wieder verstecken? Wie kam das da überhaupt hier ran? Dolche. Wow. Das Anklicken für ein... These artifacts date from pre-Columbian times. Sagst du was? These artifacts date from pre-Columbian times. Da auch so eine Cthulhu-Frau mit Kind.
The public entrance to the gallery. Why was he so interested in old weapons? Nicht nur alte Waffen. Schon ein sehr eigenartiges Hobby. Oh, Lampenöl. Yay! Hm. Wenn... So sowas in Vorgarten? Ich glaube, bei dir kommt keiner mehr irgendwie hin. Ja, ich habe eher Sorgen, wenn man sich hier verstecken kann, dass man gleich wieder laufen muss. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Man. Ne? Mir stellt sich sowas irgendwie... Was zur Hölle? Böser Dusty. Wieso ist hier auch Lampen? Ich will das Bild nicht anschauen. Kommt sicher so ein Kultist wieder von hinten oder so. Verrückte Menschen, die keine Hobbys haben. Geh doch nicht zum Bild hin! Vater weg! Alter, was ist das? Das soll weggehen. Das soll weggehen. Du sollst es nicht anschauen, hat er gesagt. Nicht anschauen. Er sagte, du sollst es nicht anschauen. Hör doch rumzugucken. What the hell was that? Hat man doch gerade gehört. Wohin soll ich denn jetzt? Hast du jetzt gesehen oder nicht? Jetzt hat es mich definitiv gesehen! Ah! Nein, 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 nein! Nein, du siehst es nicht! Nein, 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 nein! Fick dich! Geh weg! Nein! Lass mich! Igitt! Kackvieh! Was soll man denn machen? What the hell was that? Fragt mich halt eigentlich, was man halt machen soll, ne? Oh. Damn. Maybe I can use this dagger. Komm her! Ich hab ne Waffe! Die was mir gar nichts bringt! Hilfe, was hab ich die Waffe jetzt gerade genommen? Was war denn das jetzt für ein Bullshit? Ich darf die Waffe da rausnehmen und dann... Oder muss ich mit der Waffe vielleicht zum Bilden das What Bild the hell kaputt was that? machen? Das könnte es natürlich auch sein.
Ja, ja. Damn. Maybe I can use this dagger. Ey, das hab ich doch gar nicht gesehen. Ey, das hat mich sowas von gar nicht gesehen. What the hell was that? Irgendeine besondere Waffe. Damn. Maybe I can use this dagger. Also das kommt dann immer sofort zum Schrank. Okay, gut. Gut. Man kann sich da gar nicht drin verstecken anscheinend. Ey, ich bin jetzt sofort, nachdem ich das gemacht habe. Ne? Nachdem ich das sofort gemacht habe. Sofort weg. What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. Ich probiere es jetzt einfach mal. Damn it! Da. Okay, man muss das so machen. Aber das war der falsche Dolch. Gut zu wissen. Okay, gut. Damn it! Falsch. I have to use a specific dagger. Ja, lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Okay, es kommt von da. Muss schon ein spezifischer sein. Gibt's eh nur 500.000 hier. Ich wette, es ist einfach nur der letzte. Egal welchen man nimmt, es ist immer der letzte. Von wo? Von da, okay. Fuck, das hab ich gesehen. Nein, es kommt von da.
nein, komm schon. Ah! Nein! Jetzt geh doch um die Ecke, du Kackvieh! Ich hab da fast alles durch. Es wird 100 Pro das letzte sein. Ja. Also sowas ist eher nur nervig. Ah! Nein. Das ist mir jetzt dauerhaft hinterher? Ja, tut es. Nächster Dolch. Also dann hat noch 2. Das ist eher so richtig nervig gemacht gerade. Horror ist der ja weniger, es ist einfach nur nervig. Lalalala. Kackevieh. Gut, auf der Seite ist wirklich alles gelootet. Ja, du hast mich gesehen. Du bist ganz toll. Bräuchte ich aber auf der Seite, danke. Hat sie mich gesehen oder was? This dagger looks different.
Klar schaut der jetzt anders aus. Als alle anderen, weißt du? Alle schauen gleich aus. Der schaut aber jetzt anders aus. Nein, lass los. Nein. Ja, geht er wieder ran. Verbrenn das Bild. Verbrenn das Bild. Mach's kaputt. What's the matter with you? Hi. Hat's gerade You sure you won't be gespeichert? needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Oh. Ich wurde angegriffen von einer Kreatur. Nein, ich habe zu tief ins Glas geschaut. Aber da wird sie mich wieder anweisen. Nee, It's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. Nichts gehört? Kosten vom Monster? Ihnen ist sicher ein Arm auf. Okay. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Okay. Die geben mir diese Information kostenlos. Ich sollte wirklich mit diesem Drake sprechen. Ja, also. Ist schon so nett, also. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Der Schlurfer erwies sich als viel mehr als nur ein von Sarah Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Da ist Blut dran. Where is the bookseller?